Multilanguage Audio bzw. Autodubbing geht in die heiße Phase. Anfang des Monats, Anfang November, hatten wir bereits 1% Rollout. Innerhalb der nächsten 2 Wochen sollen die 10% Rollout kommen und 100% bis Ende des Jahres, so zumindest der aktuelle Stand der Timeline. Unterstützte Sprachen werden sein Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch. Die sind auf jeden Fall bestätigt. Und darüber hinaus sollen noch Hindi, Indonesisch und Japanisch dazukommen. Gut, finde ich, ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Geschichte. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es wird natürlich ein katastrophaler Launch, das wissen wir jetzt schon, denn ihr wisst ja bereits, dass YouTube sehr, sehr dolle Probleme hat, sich daran zu erinnern, welche Untertiteleinstellungen ihr habt. Ja, und jetzt ratet mal, was mit Multilanguage Audio passieren wird. Genau das Gleiche. Das heißt, YouTube schaut sich an, eure Browsersprache, eure In-App-Language, also die Sprache, die ihr in der App ausgewählt habt, eure Watch-History, habt ihr Inhalte auf Deutsch oder auf Englisch konsumiert und habt ihr in der Vergangenheit die Untertitel bzw. die verschiedenen Spracheinstellungen gewechselt. Und aus diesen verschiedenen Faktoren entscheidet es dann, welche Sprache genutzt wird. Anstatt dass man sagt, der Nutzer darf selber entscheiden, welche Sprache er hören möchte und hört sich das dann in der entsprechenden Sprache an. Ist aber leider zu komplex. Zu kompliziert, das geht nicht, dem User eine Entscheidung aufzubürden, die man auch mit Hilfe von KI irgendwie machen könnte. Das wäre ja, nee, das geht ja gar nicht. Ne? Also das ist etwas, wo ich mich wahrscheinlich wieder drüber aufregen werde, wo viele von euch sich drüber aufregen werden. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. A, dass es jetzt bald soweit ist und B, dass das wahrscheinlich eine Katastrophe wird, dass die richtige Sprache ausgewählt wird. Es wird fantastisch. Anyway, machen wir weiter. Am Horizont, ganz weit hinten, da sehen wir eine große V für Vermutung. Denn, beziehungsweise V wie Vorbehalt. Denn es gibt ein Gerücht, das gerade umgeht. Deswegen bitte interpretiert da nicht zu viel rein. Aber die Verteilung der verschenkten Mitgliedschaften soll geändert werden. Bislang, angeblich, soll es so gewesen sein, dass vor allem Abonnenten entsprechend bevorzugt wurden. Und es wird auch weiterhin so sein. Allerdings kommen ein paar Kausalitäten noch dazu. Das heißt, die neue Verteilung soll wie folgt lauten. Zuerst sollen Menschen, die gerade subscribed sind, also die Subscriber sind und gerade den Stream schauen, bevorzugt werden. Danach sollen Leute bevorzugt werden, die noch nicht subscribed sind, trotzdem den Stream schauen. Und erst dann sollen Leute genommen werden, die subscribed sind und nicht den Stream schauen. Und dieses Subscribed und nicht den Stream schauen, das war scheinbar sehr, sehr weit oben. Und das macht natürlich gar keinen Sinn, weil du möchtest ja die Leute, die gerade live sind, irgendwie denen was Gutes tun. Ne? Gut, okay, also. Es ist wohl ein Gerücht für 2024 Q4, also jetzt noch in den letzten 1,5 Monaten. Da ich da aber sonst noch nichts von gehört habe, gehe ich nicht davon aus, dass das dieses Jahr noch kommt. Und ansonsten 2025 Q1, also erstes Quartal nächstes Jahr. Ich halte euch aber auf dem Laufenden, denn das wird tatsächlich eine sehr, sehr interessante Änderung werden. Gut. Dann kommen wir von den Memberships, gehen rüber ins YouTube Studio, denn dort gibt es jetzt Data Stories. Die gab es doch schon vorher, Martin. Ja, das ist richtig, aber nicht als einfache Aufschlüsselung der ersten 24 Stunden einer Videoleistung. Prinzipiell eine sinnvolle Sache, glaube ich, oder? Data Stories mag ich generell. Ne? Einfach mal Daten ein bisschen anders aufbereiten als nur den Graphen sehen. Und ich glaube, das ist prinzipiell eine sinnvolle Geschichte. Und dass man das jetzt hier auf Videoebene bringt, anstatt so eine wöchentliche Zusammenfassung oder eine monatliche Zusammenfassung zu machen, ist, glaube ich, auch eine sinnvolle Geschichte. Gut, bleiben wir direkt im Studio Mobile, beziehungsweise auch im Studio Desktop, denn dort rollt die Community-Sektion aus. Wir hatten schon kurz drüber gesprochen. Auf KB Media haben wir leider noch keinen Zugang zur Community-Sektion bekommen. Allerdings habe ich schon auf meinem Gaming-Kanal Zugang. Das heißt, ihr werdet jetzt ein paar Screenshots von meinem Gaming-Kanal sehen. Und während Mobile schon sichtbar ist, wie viele Kommentare und reguläre Zuschauer ihr habt in den letzten 28 Tagen, fehlt diese Information leider im Desktop.
Aber interessanterweise sind hierbei scheinbar nicht nur die Kommentare wichtig, sondern auch zum Beispiel Daumen hoch oder geteilte Inhalte. Ne, dieser spezifische Text sagt including Top Commenters, aber das ist nicht die meist engagiertesten User. Das heißt, die anderen werden damit reingezählt. Ne, ich habe einfach mal als Beispiel hier mitgebracht, es gibt Leute, die vielleicht nur ein, zwei Kommentare in den Jahren geschrieben haben, aber trotzdem immer schauen, immer liken, immer teilen. Und die werden trotzdem im Community Spotlight aufgeführt. Und natürlich die Leute, die man sowieso immer in den Chats und Streams sieht und sowas, die kommentieren fleißig, die sind natürlich auch dabei. Ne? Gnome und Bärbel zum Beispiel an der Stelle entsprechend. Ja, finde ich eigentlich eine sehr interessante Geschichte und lasst mir mal gerne da. Habt ihr das schon? Ne? Konntet ihr damit schon mal irgendwie rumhantieren, rumspielen? Guckt auf jeden Fall im Studio Mobile, denn Studio Desktop hat das noch nicht. Ne? Gerne mal reinschauen, gerne mir sagen, wie ihr das findet. Findet ihr das generell geil, dass halt so ein Community Spotlight gemacht wird? Würdet ihr gerne wissen, wofür die Leute im Community Spotlight sind? Weil das steht ja natürlich nicht dabei. Ne? Logischerweise, wenn da eine hohe Kommentarzahl steht, sind es Top-Kommenter oder Top-Kommentatoren, wie auch immer. Aber ich würde halt schon gerne mal wissen, ob Leute, die sehr, sehr viele Likes verteilt haben, dann auch nochmal separat irgendwie gekennzeichnet werden können. Ne? Das könnte mir zum Beispiel gefallen. Lasst uns gerne drüber sprechen. Und dann müssen wir noch über den Elefanten diese Woche sprechen. Der Elefant im Raum diese Woche sind die sogenannten Creator-Initiated Brand Video Links. So ein Ömmes, was es eigentlich macht, ist, ihr habt ein Video, das eine Paid Promotion hat, sprich eine Produktplatzierung, oder ihr seid der Meinung, es ist eine Produktplatzierung und kennzeichnet es entsprechend. Und Creator mit über 4000 Abonnenten haben jetzt die Möglichkeit, eine Brand zu taggen und zu sagen, hey Brand, ich habe hier euer Gedöns verwendet und ich gebe euch meine organischen Metriken, damit ihr die in Google Ads sehen könnt, und ihr dürft sogar mein Video bewerben, wenn ihr der Meinung seid, das ist eine gute Werbung für euer Produkt. So, ursprünglich, jetzt sagt ihr, das habt ihr doch schon mal irgendwann im August gehört. Das ist richtig. Ursprünglich hieß es nämlich, dass Creator dafür bezahlt werden sollen. Das ist nicht der Fall. Ne? Bitte, 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 klickt da nichts an, nehmt keine Einladungen an, schickt keine Einladungen raus, bevor ihr nicht mit einer Brand gesprochen habt. Ne? Denn, wenn ihr diese Verlinkung macht, gebt ihr automatisch eure Nutzungsrechte an dem Video an den Werbetreibenden weiter. Und das muss vorher, meiner Meinung nach, vertraglich geregelt sein. Ne? Wenn ihr natürlich mit irgendjemandem zusammenarbeiten wollt, weil ihr das gerne macht, go for it, keine Frage. Aber ihr solltet natürlich trotzdem vorher einen Vertrag verhandeln, am besten zusehen, dass zumindest eine Anzahlung schon mal bei euch angekommen ist, bevor ihr da irgendwelche Daten rausgibt, irgendwas freischaltet, euer Video vielleicht schon als Werbung läuft, obwohl ihr noch gar nichts zugestimmt habt oder ähnlichem. Ne? Deswegen bitte, das wird auch in der Hilfeseite nochmal deutlich gemacht, dass der Werbetreibende sich darum kümmern muss, die entsprechenden Rechte zu haben. Ne? Und nur weil ihr jetzt auf OK klickt, übertragt ihr ihm ja die Rechte, aber ne, ihr wollt die ja nicht verschenken. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Gut, dann. Hilfeartikel ist schon mal eine sinnvolle Geschichte gewesen. Im Hilfeartikel wird ebenso verdeutlicht, dass diese Verlinkung dem Creator keinen Zugriff auf den Werbekunden gibt. Das heißt, der Google Ads Account ist davon nicht betroffen. Der Creator kann nicht in den Google Ads Account reingucken, kann da nichts umstellen oder ähnliches. Und genauso andersrum kann der Werbetreibende natürlich auch nicht beim Creator irgendwelche Sachen modifizieren, löschen oder ähnliches, gar was Neues hochladen. Das funktioniert nicht. Es wird lediglich Analytics-Daten rübergesendet. Ja? Und halt das OK gegeben, dass das Video entsprechend als Werbung laufen darf. Auch wenn dem Werbetreibende der Kanal nicht gehört. Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Es könnte natürlich dazu führen, beziehungsweise zu einem Umdenken in der Verhandlung zwischen Creator und entsprechender Firma führen. Finde ich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und es ist ebenso, dass eine Verlinkung nicht exklusiv ist. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Vergleichsvideo macht, in dem ihr 10 Tiefkühlpizzen beispielsweise vergleicht, dann könnt ihr eine Linking-Anfrage an Ja schicken, an Dr. Oetker und an Wagner. Ne? Und das ist tatsächlich auch so gewollt, so geregelt, wie auch immer, dass das unabhängig voneinander läuft. Ne? Gut, okay. Muss natürlich nicht sein, ihr könnt natürlich auch Exklusivgeschichten machen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, es ist kein Exklusivzwang. Das heißt, wenn mehrere Firmen in einem Video vorkommen, kann das auch von mehreren Firmen beworben werden oder mehrere Firmen darauf entsprechend die Daten abrufen. Wunderbar. Gut,
Ist das was, worüber wir sprechen müssen? Ne? Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr da weitere Fragen zu habt. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen, ich hoffe nicht. Ansonsten, wie gesagt, gerne nachfragen, dann gehen wir darauf nochmal ein. Und ein kleines Schmankerl am Ende noch. Ne? Wenn ihr einen Appeal macht, also einen Einspruch einreicht wegen Reused Content, also wiederverwerteter Inhalte, und das ein Videoeinspruch ist, bitte denkt daran, diesen Videoeinspruch auf Englisch einzureichen. Ja? Ich hatte jetzt ich sag mal, in den vergangenen 2 Monaten hatte ich 2 Fälle, wo Leute, die halt wirklich eigenen Content machen, die fälschlicherweise als Reused Content bezeichnet wurden, ähm, tatsächlich ihre Einspruchvideos auf Deutsch eingereicht haben und dadurch automatisch abgelehnt wurden. Ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich meine, wir kriegen das immer noch irgendwie hin und können das irgendwie, ne, an YouTube nochmal rantragen, wenn eine englische Version des Videos verfügbar ist. Es ist aber in eurem Interesse, wenn ihr das direkt auf Englisch macht und nicht auf Deutsch. Ne? Gut. Sollte sowieso nicht vorkommen im Optimalfall, aber jetzt habt ihr das auch schon mal hier gehört. Und ja, ich werde da, glaube ich, auch nochmal ein extra Video zu machen, wo ich dann nochmal drauf eingehen werde. Gut, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, gerne Kommentare schreiben. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu weiteren Updates. Bis dahin macht's gut und haut rein.